auf einmal ist da ein Symphonieorchester und spielt Eternally Yours. Und das klingt alles gewaltig und unfassbar groß und also jenseits dessen, was ich mir jemals irgendwie überhaupt hätte vorstellen können. Das ist ein sehr, sehr umwerfendes Erlebnis. Also bei dieser Produktion gab es so dermaßen viele Baustellen, wo ich einfach darauf angewiesen war, dass ich Leute an meiner Seite hatte, die sich damit auskannten. Du brauchst einen Dirigenten, du brauchst Arrangeure, du hast also mehrere Sparten von Musikern, ne? Holzbläser, Blechbläser, Perkussionisten, Violinisten und Innen und Cellistinnen und weiß der Teufel was. Das ist also ein unfassbar komplexes Gebilde. Ein Track, der, also wie Songs Like a Melody, der ursprünglich irgendwie aus, sagen wir mal, 8 oder 12 Spuren besteht und aus vielleicht 4 Instrumenten. Wenn man den jetzt mit einem Orchester umsetzen will, dann dann fächert man das im Prinzip extrem auf. Im Prinzip so, als wenn man irgendwie so einen Feuerwerkskörper hat und du schießt den ab, ne, und der fliegt irgendwie mit so einer langen Flammenzunge irgendwie in die Nacht rein. Das ist Sounds Like a Melody. Und wenn es dann da oben angekommen ist, dann explodiert das. Bumm. Und es geht in alle Richtungen gleichzeitig. Und das ist die symphonische Umfassung oder Neubewertung von diesem Song. Also Forever Young ist ein totales Phänomen. Also man kann nicht sagen, dass es jetzt irgendwie der größte Hit von Alphaville wäre, weil das wäre untertrieben. Dieser Song hat eine wirklich globale Relevanz bekommen. Das ist nicht nur irgendwie jetzt irgendwas, sondern das spielt im Unterbewusstsein vielleicht von 1/4 der Menschheit irgendwie eine Rolle. Also ich kenne wirklich niemanden, der diesen Song nicht kennt oder irgendwann schon mal gehört hätte. Turn our golden faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune. Wir waren auf Tour in den Vereinigten Staaten, 2018 war das, glaube ich, oder 2017. 2017. Und irgendjemand kam vorbei und sagte, hör mal, die Imagine Dragons, die sind gerade auf Tour und die spielen Forever Young und haben gefragt, ob wir nicht irgendwie zusammen einen Auftritt machen mit der Band. Und mit ihrer Band und wir performen das Lied zusammen. Und es hat dann irgendwann nicht geklappt und wir haben uns verabredet, das Ding dann irgendwie durchzuziehen, wenn die in Europa spielen. Das war dann ein Jahr später und bei dem Gig in Wien war dann die Möglichkeit irgendwie, dass wir zusammen Forever Young singen. Ich bin dann von Berlin nach Uber geflogen und wir haben das dann da durchgezogen. Das war wirklich ein ganz toller Moment. Ja, jetzt wo das Album fertig ist, sind wir natürlich irgendwie am Überlegen, wie wir das jetzt mit der Tour machen. Die muss kommen. Es ist natürlich toll, mit so einem Sound irgendwie auf die Bühne zu gehen, mit so einem Klangkörper wie ein Orchester. Wir haben totalen Jeeper da drauf, weil es bedeutet, dass wir zusammen mit einem Symphonieorchester irgendwie auftreten werden. Und das ist eine Erfahrung, die also eine vollkommen neue Qualität für uns alle haben wird. Also man kann vielleicht nicht für immer jung sein, aber man kann sein ganzes Leben lang irgendwo jung sein. Man kann zumindest sein ganzes Leben lang sich weigern, erwachsen zu werden. Und insofern könnte man das Album also zumindest als so eine Art symphonischen Liebesbrief an unsere Fans verstehen.